In der vierten und letzten Folge unserer Serie über die großen Wirtschaftskrisen des 20. Jahrhunderts geht es um die Krise in den 1990er Jahren, die durch einen Immobiliencrash ausgelöst wurde. Für den Wirtschaftshistoriker Adrian Knöpfli war dies die einschneidendste Krise in der über 200-jährigen Geschichte von GF. In der Folge packte GF schon länger vorhandene Strukturschwächen an und konzentrierte sich wieder auf seine Kerngeschäfte, die heutigen Divisionen von GF. Georg Fischer hat in den vergangenen 220 Jahren verschiedenste Krisen erlebt. Für mich die einschneidendste war die Krise in den 1990er Jahren, die ausgelöst wurde durch einen Immobiliencrash. Also der Immobilienmarkt war völlig überhitzt, verbunden mit einer Kreditblase. In den 90er Jahren wurden eigentlich Strukturschwächen, die schon länger auf der Hand lagen, aber nicht bereinigt wurden, offengelegt und angepackt. Man hat sich künftig, Georg Fischer wie viele andere Firmen auch, auf die Kerngeschäfte wieder fokussiert nach der vorhergehenden Phase der Diversifizierung. Man hat also das Portfolio bereinigt, man hat zum Beispiel den Stahlguss aufgegeben, hat sich auf 4 Kerngeschäfte konzentriert. Man hat outgesourced, man hat globalisiert. Zum Beispiel China war neu auf der Landkarte, auch für die Produktion. Das war für mich eigentlich die einschneidendste Krise, weil wirklich sehr viele Dinge auch im Konzern auf den Kopf gestellt wurden. Fokussiert hat man sich auf die Bereiche Automobilguss, dann den traditionellsten Bereich, die Rohrleitungssysteme, auf die Fertigungstechnik, Elektroerosion und auf den Anlagebau. Das waren die neuen Kerngeschäfte, die man so definiert hat, und was links und rechts, was man noch mit gezogen hat vorher, das hat man divestiert. Man hat bereits vorher, ist man aus den Webmaschinen, das hat man schon vorher divestiert, also gewisse Bereinigungen hat es schon vorher gegeben, aber die große Umstrukturierung, die fand wirklich in den 90er Jahren statt. Wenn man die Sicht der Aktionäre oder das langfristige Überleben des Unternehmens anschaut, dann war es sicher zum Wohle von Georg Fischer. Man hat sich auch in den 90er Jahren relativ schnell dann wieder Fuß gefasst. Der Umsatz ist wieder gestiegen. Natürlich wie häufig oder wie immer bei solchen Prozessen mit weniger Beschäftigten. Das war ja auch immer das Ziel, eine Produktivitätssteigerung und damit auch eine Ergebnisverbesserung zu erzielen mit solchen Maßnahmen.